I've been talking a little bit to Alexis, our missing student. Ich habe schon ein bisschen mit der Alexis gesprochen, der Studentin, die noch fehlt. She will arrive tomorrow. Sie wird morgen ankommen. No, she will actually arrive today, but rather late. Also sie wird ganz spät heute Abend ankommen. And so she asked if maybe tomorrow she could sleep in and get over her jet lag. She's coming in from Canada. Und dann hat sie mich gebeten, ob sie denn morgen nochmal ausschlafen kann, weil sie von Kanada herfliegt und Jetlag haben wird. From that other side of Canada, where Brock is from. Also von der anderen Seite aus Kanada, wo Brock auch her ist. And then she will join us on Monday. Und dann wird sie am Montag zu uns kommen. And I'm very excited that today we will have a guest speaker to take us into some of the themes in the book of Job. Und ich bin sehr begeistert, dass wir heute einen Gastsprecher haben, der uns noch weiter in das Thema Hiob einführt. So, welcome, Darlyn. Willkommen, Darlyn. So we decided that we're going to do it in two parts. Aber wir haben uns entschieden, dass wir das auf 2 Teile aufteilen werden. I'm going to give you a very quick introduction of the history around the book of Job. Ich werde euch jetzt die geschichtliche Einführung für Hiob geben. And in that I can connect a little bit to what Mark said yesterday. Und darin kann ich auch an dem anknüpfen, was Mark gestern schon gesagt hat. And then I will hand over to Darlyn. Und dann gebe ich es an Darlyn weiter. Okay, so as I said, the book of Job is what we're looking at today. Wie ich schon gesagt habe, schauen wir heute Hiob an. God, please help us to really understand what you're trying to speak to us through this book. And I pray that you speak to each one of us, God, that there's something in our heart that you will speak to, God, that you will touch today. That your word will come alive, God, that it will not just be a text, not just be an old story, God, but something that you use, God, to keep shaping us, God, as we follow after you. So I give this time to you, and I ask you to be our teacher and to speak to each one of us. In Jesus' name, amen. So, you've read through the book. So what would you say is Job about? Ihr habt das Buch durchgelesen. Was würdet ihr sagen, worum geht es in Hiob? In 2 words. In 2 Worten. Suffering. Suffering. Leid. It's 1 word, I love it. So it's about a man and his suffering. Es geht einen Mann und seinen Leidensweg. If you want to put it very simple. Wenn du es ganz einfach ausdrücken möchtest. Discussing. Discussion, a lot of arguing. Diskussionen. Yeah. Diskutieren. Yeah. A little bit painful sometimes. Auch ein bisschen schmerzhaft sein kann manchmal. Questioning why. Questioning why, yes. Fragen, die das Warum. Fragen. Humility. Humility. Demut. Going through suffering and coming out the other side of it. Durch das Leiden durchzugehen und auf der anderen Seite wieder rauszukommen. I don't know each of your stories, at least not very well. Ich kenne nicht jede einzelne eurer Geschichten oder ich kenne sie nicht besonders gut. There's a good chance that some of you have experienced a good deal of suffering in your life. Es ist möglich, dass manche von euch echt schon durch tiefes, schweres Leid gegangen sind. And it's actually true for all of our lives. Und das ist auch wahr für jedes einzelne unserer Leben. That suffering is not something we can avoid. Dass Leid nicht was ist, was wir vermeiden können. At some point we will all experience sorrow. Und zu einem bestimmten Grad werden wir das alle erleben. Which is part of living in this world. Und das ist auch Teil davon, wenn wir in der Welt leben. Part of the consequence that came about with the fall. Teil der Konsequenzen, die aus dem Sündenfall herauskommen. Ever since Adam and Eve sinned and were kicked out of the garden, Seitdem Adam und Eva aus dem Garten geschmissen wurden, this has been part of human experience. war das ein Teil der Erfahrung als Menschen. And every little baby that is born today is born into such a world. Und selbst ein kleines Baby, was geboren wird heute, wird in diese Welt hineingeboren. John Piper wrote in a sermon about Job John Piper hat in einer Predigt geschrieben über Hiob, that pretty much each one of us will experience a bitter calamity sooner or later. Pretty much each one of us also fast jeder von uns will experience a bitter calamity sooner or later.
wird eine schwere Niederlage oder ein schweres Leid früher oder später erfahren. And it will almost certainly seem absurd and meaningless and undeserved when it comes. It will seem absurd, Ja, und es wird absurd sein, meaningless, bedeutungslos and undeserved. und unverdient. It comes out of nowhere and baffles our sense of justice. Es kommt plötzlich aus dem Nix heraus und es fordert unseren Sinn für Gerechtigkeit heraus. And that's exactly what we see in the book of Job, right? Und das ist genau das, was wir im Buch Hiob sehen können. Richtig? This struggle with suffering is right at the heart of this book. Der Kampf das Leiden ist genau im Herzen dieses Buches drin. And that's why this book is so relevant for us and for our lives. Deshalb ist dieses Buch so wichtig für uns und für unser Leben. So, because it can help us when we ourselves experience such a hard time, Und es kann uns helfen, wenn wir selber eine schwierige Zeit durchmachen müssen. or someone who is close to us. Oder jemand, der uns nahe steht. Does the book give all the answers to suffering? Hat das Buch alle Antworten auf das Thema Leiden? Certainly not. It doesn't seem like there are many answers at all. Also nicht wirklich. Man sieht da eigentlich gar nicht so viele Antworten drin. But in its own way, it can help us to go through such a time and to do it well. Aber auf seine eigene Art und Weise hilft es uns, durch Leiden durchzugehen und das gut zu tun. To really understand the main message of Job, Um die Hauptaussage von dem Buch Hiob zu erkennen, it would be good to know who wrote it and to whom he was writing. wäre es hilfreich zu wissen, wer es geschrieben hat und an wen es geschrieben wurde. So, let me ask you, Also lasst mich jetzt euch fragen, did you notice the text of the name of the author in the text? habt ihr den Namen des Autors im Text gefunden? No? Sure. Okay, well that's good because, yeah, there is no author mentioned. Okay, das ist gut, denn da gibt es keinen Autor, der im Buch erwähnt wird. And you will find that that's true for a lot of the books of the Bible, especially in the Old Testament. Und ihr werdet auch erkennen, dass das in vielen Büchern des Alten Testamentes auch so ist. Sometimes we might have a basic idea who wrote it, or even a very strong opinion. Manchmal werden wir eine Vorstellung haben, wer das geschrieben hat, oder auch eine stärkere, genauere Vorstellung. But when it comes down to it, the author is unknown. Aber wenn es wirklich genau sein soll, dann ist es unbekannt. We don't know who this guy was. Wir wissen nicht, wer dieser Mann war. And since it is one of the possibly oldest stories of the Bible, Und da es eine der wahrscheinlich ältesten Geschichten in der Bibel ist, we can assume that at first it was passed down from one person to the next, from one generation to the next by oral tradition. Deshalb können wir uns vorstellen, dass es wahrscheinlich mündlich überliefert wurde von einer Generation zur nächsten und immer weiter. And then at some point it was written down based on these early sources. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde es dann aufgeschrieben, auf diese mündliche Überlieferung hin sich beziehend. What can we say from looking at the language that is used in the book? Was können wir zur Sprache sagen, die da verwendet wird? Obviously, I don't read ancient Hebrew, Also ich kann nicht das ursprüngliche Hebräisch lesen, but I had the time to look up a few commentaries and see what they say about it. aber ich habe mir Zeit genommen, ein paar Kommentare zu lesen und zu schauen, was da drin steht. And it seems clear that the author of Job is a Hebrew. Und es wird klar, dass der Autor von Hiob ein Hebräer war. For example, he uses the covenant name Yahweh to talk about God. Denn er nimmt den Namen des Bundes, Yahweh, um das zu beschreiben. Bundesgottes, yeah. And well, that's a Hebrew name. The language that Job and his friends speak, it has this archaic flavor to it. Und das ist ein hebräischer Name, aber die Sprache, die in Hiob gesprochen wird, hat eher eine archaische Sprache. As if someone would write in English and would make everything sound like Shakespeare's time to show that the story was set back then. So als würde jemand in Englisch sprechen, aber die Sprache hört sich eher an wie zu Shakespeares Zeiten. And so since we're not sure about who wrote this book, we can only make some assumptions. Also da wir uns nicht sicher sind, wer dieses Buch geschrieben hat, können wir nur bestimmte Aussagen treffen, wo wir nicht sicher sind. So let me show you some of the possibilities that have been discussed, and then we'll talk about your question. Lasst mich euch ein paar Möglichkeiten nennen und dann kommen wir zu deiner Frage. So one possibility would be Job himself. Also es könnte sein, dass es Hiob selber geschrieben hat.
It actually says in chapter 19, where Job is like, oh, how I wish that these words of mine were written down on a rock or something. Also in Kapitel 19 steht sowas wie, oh, wie ich mir wünschen würde, dass das alles aufgeschrieben wäre, zum Beispiel in einem Stein oder so. So it is possible that he actually did write them down. Also ist es schon möglich, dass das aufgeschrieben hat. Or at least that a little part of the book is originally from that time. Oder dass zumindest ein kleiner Teil des Buches von dieser Zeit ist. Some other possibilities that people have come up with Andere Möglichkeiten, wer es geschrieben haben könnte, could have been Moses. es könnte Mose sein. We talked a little bit about his time and his role in the history of Israel yesterday. Wir haben schon über ihn gesprochen, über seine Zeit und seine Rolle auch zur Zeit Israels. At a later time, King Solomon, or one of his counselors. Es könnte auch der König Salomo gewesen sein, als einer der Ratgeber. Or maybe a Jew who was living quite a bit later still, during the time of the Babylonian exile. Oder es könnte auch noch ein Jude gewesen sein, der zur Zeit des Exils in Babylon gelebt hat. And to get a better idea, we would have to look at a few possible dates. Und um das besser zu verstehen, müssten wir uns verschiedene Datierungen angucken. But first I'd like to know your question, Noah. Aber ich möchte erst noch, dass Noah seine Frage stellen kann. The idea that Job is a Hebrew was because he used the Hebrew name for the covenant. Not that Job was a Hebrew, but that whoever wrote down the story was a Hebrew. Right. Sorry. Yeah. Because he uses the Hebrew word for the covenant. For the covenant God, Yahweh. Also The der hebräische, Hebrew covenant name for God. Covenant Name. Bundesname. Bundesname für Gott wird hier aufgeschrieben. Deshalb vermutet man, dass es ein Hebräer geschrieben hat. The name that God revealed to Moses on the mountain. I am who I am. Also der Name, der Gott auch dem Gott zu Mose gesprochen hat, am Berg Yahweh. If it was written by some random Babylonian, they wouldn't have used Yahweh. And that's actually a good lead to the next point. Und das ist ein guter Punkt zu dem nächsten Thema. Because in some of the cultures around Israel, we have found some similar stories. Denn in manchen Kulturen um Israel herum haben wir ähnliche Geschichten gefunden. Quite early even. Ziemlich früh sogar schon. And so some people think that such stories could have made their way to Israel around the time of King Solomon. Also manche Leute haben gedacht, dass diese Geschichten ihren Weg bis nach Israel geschafft haben durch den König Salomo. At that time, people were really interested in wisdom, and Solomon, he wrote the Proverbs, and he was famous for being such a wise king. Und zu dieser Zeit waren die Leute echt an Weisheitsliteratur interessiert oder an Weisheit. Und deshalb könnte es den Weg durch König Salomo gemacht haben. And so there is a Babylonian story called A Man and His God, Da gibt es also eine babylonische Geschichte, die heißt Ein Mann und sein Gott. and an Egyptian story called The Desire for Justice in the Eloquent Peasant. Und auch eine ägyptische Geschichte, die heißt so The Desire for Justice Der Wunsch nach Gerechtigkeit in the Eloquent Peasant. Wortgewandten Bauern. And so, that's Sorry, what was the- idea, Sorry, what was the first one again? A Man and His God. So this, And that was written by whom? that's a Babylonian story. Das ist eine babylonische Geschichte. So basically, other cultures also had this idea of a man suffering and questioning why. Also auch in anderen Kulturen war das eine Frage, warum leidet der Mensch? And so people say, okay, so this makes sense. You know, during Solomon's reign, such stories could have found their way to Israel. Also haben sich Leute gedacht, ja, das würde Sinn ergeben, dass die Geschichte durch Salomos Regierung hier reingekommen ist. And then maybe Solomon decided to write such a story, but from an Israelite, from a Yahweh worshipping point of view. Und dass Salomo diese Geschichte auch geschrieben hat, im Blick auf Yahweh als seinen Gott. However, Wie auch immer. you notice, I'm sure, that Job's friends, they have a certain mindset about sin and suffering. Wahrscheinlich hast du gemerkt, dass Hiobs Freunde eine bestimmte Einstellung haben zu Sünde und zu Leid. If you're suffering, that means you've sinned. Wenn du leidest, heißt es, dass du gesündigt It's hast. very black and white. Das ist ziemlich schwarz-weiß. And that's exactly the kind of wisdom that was prominent
in King Solomon's day. Und das ist genau diese Weisheit, die auch zu König Salomo üblich war. If you read through the book of Proverbs, for example, that's kind of the idea you would get. Wenn ihr euch Sprüche durchlest, werdet ihr zu dem gleichen Gedanken kommen. Do what is right and you'll be okay. Tu, was richtig ist, und dann wird es dir gut gehen. For sure, don't worry, that will happen. Ganz klar, das wird so passieren. And Job is kind of written, it sounds kind of like a reaction against that, where Job says, but I did what is right. Und Hiob, das stellt sich irgendwie so dagegen und Hiob sagt, ja, aber ich habe doch getan, was richtig ist. So why am I suffering then? Warum muss denn jetzt ich leiden? It's not fair. Das ist nicht gerecht. And so that's why some people say, well, it doesn't really fit with the thinking at King Solomon's time. Und deshalb sagen manche Leute, das passt nicht zu dem Denken was zur Zeit König Salomos üblich war. And so they say, well, maybe it was written later then, Also sagen diese Leute, vielleicht war es ja auch später geschrieben. because it seems like it was criticizing the wisdom literature of earlier times. Denn es schien, als würde es die Weisheitsliteratur kritisieren. And something that would fit with that is that, of course, the exile was a time of suffering. Und warum das jetzt passen würde, ist, dass das Exil eine Zeit des Leidens war. And so any message about suffering would have been very relevant for them. Und jegliche Botschaft über das Leiden wäre ziemlich wichtig. However, Job also doesn't talk about Judah's national identity or about why they are suffering. Aber Hiob spricht zum Beispiel nicht darüber, warum das Volk oder warum Juda leiden muss und was es für eine Identität hat. It's much more general than that, about this one man and his suffering. Es ist viel allgemeiner. Es geht um den einen Mann und um sein Leiden. This one man who could have been any man. Der eine Mann, der jeder Mann sein könnte. And so there's the question, does that really fit so well with this time? Und da ist die Frage, passt es so gut zu dieser Zeit? So we can't be sure, we can't be certain. Wir können uns nicht sicher sein. But we can have a couple of ideas when it could have fit in. Aber wir könnten so ein paar Ideen haben, wo das reinpasst, in welche Zeit. Now, When we're saying the possible dates, you're talking about the possible dates it was written, not the possible dates it occurred, correct? that's right. Okay. Und du sprichst über die Zeiten, wo es geschrieben wurde, richtig? The story seems very old. Die Geschichte hört sich ziemlich alt an. And Job, the picture we get of Job, is not too different from, say, Abraham and his clan. Und das Bild, das wir darin von Hiob bekommen, ist ziemlich ähnlich zu dem, was wir von Abraham haben. Job has a big family, Hiob hat eine große Familie. 7 sons, 3 daughters. Er hat 7 Söhne und 3 Töchter. They are already grown up, but they still live with him, so he's like a patriarch of a clan. Und die sind alle schon erwachsen, die leben aber bei ihm und er ist also wie ein Vater für die. He has a bunch of herds of livestock, like thousands of camels and thousands of donkeys and so forth. Und er hat Tausende von Tieren, er hat riesige Viehherden, wie zum Beispiel Esel und Kamele. And that's exactly how Abraham's wealth was described. Und das ist auch so, wie der Abraham aufgezeichnet wird. Do you remember what kind of possible date Mark gave for the life of Abraham? Wisst ihr noch, welches Datum Mark gewählt hat, wann Abraham gelebt hat? He calculated back from the time when they might have arrived in Egypt. Also er hat zurückgerechnet zu der Zeit, wo sie wahrscheinlich in Ägypten angekommen sind. And so from to that he added a few hundred years. Und dazu hat er ein paar Jahre dazu gerechnet. And he came to a little bit before 2000, maybe 2200, 2100 before Christ. Und er kam bei der Zeit raus so um 2200 oder 2000 vor Christus. At a time when people were still running around, racing with their animals, living a nomadic lifestyle. Also es war eine Zeit, wo die Leute draußen unterwegs waren mit ihren Tieren, wo sie ein nomadisches Leben geführt haben. In this part of the world, in Canaan. Also in diesem Teil der Welt in Kanaan. And also, where people were still allowed to sacrifice to God on their own. Und es war auch eine Zeit, wo die Menschen immer noch Gott selber Opfer bringen konnten. Where there was no tabernacle, no law, no priesthood.
Es gab keine Bundeslade, kein Gesetz und keine Priester, die eingesetzt waren. And all of that we see in the life of Job in the first chapter. Und all das sehen wir im Leben Hiobs im ersten Kapitel. And so, to summarize, we would say that Job might have lived around the time of Abraham, maybe Isaac, Jacob, just about that time period. Also um das zusammenzufassen, kann man ja die Spekulation anstellen oder denken, dass Hiob zu der Zeit gelebt hat, wo auch Abraham gelebt hat, Jakob oder Isaac. And then his story was passed on for some time, and at some point it was written down. Und die Geschichte wurde weitergegeben und irgendwann dann aufgeschrieben. And he lived in this part of the world here. Und er hat in diesem Teil der Welt gelebt. We're not quite sure where. It mentions a place called Uz. Wir sind uns nicht ganz sicher, wo der Ort Uz ist. And when we scan through the whole Bible looking for Uz, Und wenn wir durch die ganze Bibel lesen und den Ort Uz suchen, there's a couple places that match up with that. da gibt es ein paar Orte, die passen, die zutreffen. One of them is a bit to the north of the later Israel, Einer ist im Norden, also nördlicher von dem Israel später. and the other one is a little bit to the east. Und das andere ist eher östlich davon. Which is interesting because that means that in modern day terms, Job would have been a Syrian or a Jordanian. Und das heißt, wenn man das zu einer modernen Zeit angucken würde, dann wäre Hiob sogar ein Syrer Or a Jordanian. oder ein Jordaner. And his friends are from somewhere here in the wilderness, at least a couple of them. They're like Arabians. Und seine Freunde würden aus der Wüste hier kommen, aus der arabischen Wüste. And so at first, Job's life is described in ways that couldn't be more glorious, to use Mark's word. Und am Anfang wird Hiobs Leben so beschrieben, dass es nicht besser, nicht herrlicher sein könnte. If you wanted to describe someone's perfect life, Wenn du das Leben von jemandem beschreiben würdest, der ein perfektes Leben hatte, you would say he would have 7 sons and 3 daughters, würdest du wahrscheinlich sagen, er hatte 7 Söhne und 3 Töchter, thousands of camels and servants and sheep, Tausende von Kamelen, ganz viele Diener und Schafe, a wonderful relationship with God, eine tolle Beziehung zu Gott and a really loving family situation where he cares for his children. und eine Familie, in der sich umeinander gekümmert wird, wo einfach ganz viel Liebe rüberkommt. The kind of life that you would say, well, God, if that's your will, I accept it. So ein Leben, wo ihr sagen würdet, okay Gott, wenn du das für mich hast, nehme ich das gerne an. But things are about to change for Job. Aber die Dinge sollen sich ändern für Hiob. And that's where I would like to hand over to Darlyn. Und jetzt würde ich gerne an Darlyn weitergeben. Hello. Hallo. I'm teaching the book of suffering, but I don't know why I'm so excited. Also ich werde euch was wo es zum Thema Leiden geht unterrichten, aber ich weiß nicht, warum ich so begeistert bin. And I thank Manu while I was preparing. He prayed the blessing of peace and joy, and that kind of worked. Und ich danke Manu sehr dafür, dass er, während ich es vorbereitet habe, wirklich mich gesegnet hat mit den Dingen Friede und Freude. Und das hat echt funktioniert. So for those whom I have not met, I'm Darlyn. Also für die, die ich nicht getroffen habe bis jetzt, ich bin Darlyn, I'm from India, ich komme aus Indien and I'm here with my other 3 men. und ich bin hier mit meinen anderen 3 Männern. I have a 7-year-old son and an 8-month-old baby. Ich habe einen 7 Jahre alten Jungen und ein Baby, was 7 Monate alt ist. And for this season, God has called us to be in Germany serving the people here. Und jetzt gerade für die Zeit sind wir hier in Deutschland und wir dürfen Gott hier dienen als Familie. And I'll get to know more of you because I am here. Und ich denke, ich werde euch noch mehr kennenlernen, denn ich bin hier. So I look forward to that. Ich freue mich darauf. And before I further go into my things that I've prepared, I would like to know what was your reaction to the reading of Job. Also bevor ich weiter in den Text einsteige, möchte ich gerne von euch wissen, was war eure Reaktion auf Hiob? Would anybody like to share?
Möchte jemand da was mit uns teilen? Challenging. Eine Herausforderung? Yeah. What was some of the emotion that got stirred up as you were reading? Was waren Gefühle, die Gott in euch angeregt hat, als ihr das gelesen habt? Were you happy or were you depressed, sad? Or what was some of the range of emotion that you felt as you were reading? Wart ihr glücklich oder eher depressiv und traurig? Was waren die Gefühle, die euch aufkamen, als ihr es gelesen habt? Nothing, it's okay. I felt a little bit frustrated because it feels so unfair what happened to Job. Ich war frustriert, weil es war so ungerecht, was hier passiert ist. I also felt frustrated just because I could see where everyone was coming from. Ich war auch so frustriert und That's so true. habe auch gesehen, wo jeder herkam. That's true. Okay, it was like a little bit overwhelming just to see the course that it took. And to see like the parts that are so relevant still to different things that I've experienced or different things that I've seen in the world, and to see the way that he was answered both by the friends and then by yeah, and then by God also, and to see the different themes of those two. Für mich war es auch ziemlich überwältigend, auch zu sehen, wie das selber mich schon betroffen hat in meinem Leben und was für Kreise das zieht. Und auch zu sehen, wie dann seine Freunde reagiert haben und auch Elihu. Unlike Job, what made a little difference was we knew what was going behind the scene. Also anders als Hiob wussten wir, weil wir schon Hintergrundwissen haben, was da noch vor sich ging. And that kind of helped us to stabilize as we were reading, I guess, a little bit. Otherwise it would have been crazy. Und ich denke, es hat uns geholfen, dass wir wirklich da trotzdem stabil bleiben, während wir das gelesen haben. Ansonsten wären wir wahrscheinlich ausgerastet. In my experience of working with a Christian or as a counseling ministry, I have heard painful stories, and sometimes it gets to you, you know? It's really you just go home sobbing, you go home having a sleepless night. And one thing I've learned to cope and survive is to hear God's word, God's truth, to interpret the heart-wrenching story that I get to hear, and it helps. Also was mir schon oft begegnet ist, sind wirklich diese schlimmen Leidensgeschichten von anderen Leuten, weil ich im Dienst bin, wo ich Seelsorge gebe, einfach in dem Bereich Erfahrungen sammle, und manchmal, wenn ich abends nach Hause gehe und ich habe wirklich eine schlimme Geschichte gehört, dann muss ich weinen und bin einfach zutiefst erschüttert und kann nachts nicht schlafen, weil ich so sehr von dem Leid der anderen Personen erschüttert bin. And so, coming back to the book, Job and his friend got it wrong, and we can get it wrong too. And therefore, my prayer this morning is that Holy Spirit will teach us as Also we go wie through the book. wir im Buch gelesen haben, hat Hiob und seine Freunde, die haben das falsch verstanden, und meine Frage und Bitte an Gott ist, dass er uns heute offenbart, wie wir das richtig verstehen können und dass wir nicht auch diese Fehler machen. I was tempted to tell you, well, unlike Job's friend, we're here to read the Bible and we are biblical Christians, so we will have an understanding and we can go and fix the suffering people out there. So that was what I'm tempted to say, but we can never know it all, even if we spend months and years and days of doing DBS and SPS and just reading His Word. Also ich habe eigentlich gedacht, ich würde euch weitergeben wollen und sagen, ja, wir sind biblisch fundierte Christen, wir wissen, was das Wort sagt, wir studieren die Bibel hier in der DBS, und deshalb wird es uns nicht so ergehen wie Hiob und seinen Freunden, dass wir es falsch wahrnehmen, sondern dass wir es verstehen werden und dass wir anderen auch in ihrer Not, in ihrem Leid weiterhelfen können. Like Job's friends are helping can become hurting. Aber auch wie Hiob und Hiobs Freunde dem Hiob helfen wollen, kann auch unser Helfen Schmerz verursachen oder aus dem Schmerz hervorkommen. But we're here to read the Word so that we are impacted by His voice. Aber wir wollen sein Wort lesen, damit wir von seinem Wort beeinflusst werden. Because in the voice there is life. Denn in seinem Wort da ist Leben. And we don't know it all, but we are connected with someone who knows it all. Und wir können das nicht
alles wissen und verstehen, aber wir sind mit jemandem verbunden, der allwissend ist. We're in tune